ich bin Oliver Plöger. 2025 ist mein insgesamt 16. Mal bei Rock am Ring. Viel wichtiger aber, Rock am Ring wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Ja, und wie das so ist, mit runden Geburtstagen von guten alten Freunden, da komme ich, da kommen wir, da kommt der Rockpalast natürlich auf gar keinen Fall dran vorbei. Liebe Leute, es wurde lange gemutmaßt, wer der erste Secret-Headliner ist. Der Secret Opener. Und das ist in der Leg Break. Cowboy! Scheiß Tribüne! Die Leute sind verwirrt. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, was das soll. So, ich würde mal sagen, die Überraschung ist gelungen. Secret Opener Nummer 2 auf der Hauptbühne bei Rock am Ring ist in diesem Jahr Roy Bianchi und die Abruzzanti Boys. Okay? Hey, this is fucking international shit. We are the fucking Beatsteaks from New York City. Zum wievielten Mal spielt ihr bei Rock am Ring, Arne? 120 Mal? Keine Ahnung. Wisst ihr echt nicht? Ich hab keine Ahnung. Das erste Mal im ganz kleinen Zelt, da war ich noch Backliner, da habt ihr vor oder nach Kid Rock gespielt? Weißt du, in welchem Jahr das war? Ja, das muss 98 oder 97 gewesen sein. Nee, so viel war nicht, oder? Da war ein Metallica-Headliner und ich war damals, ich hab dann eingeladen, ich hab dann Alena eingeladen und bin mir noch Metallica angucken. Und das muss vor 2000 gewesen sein. Metallica ist so ein blöder Parameter zu merken, weil die haben schon so oft hier gespielt, weißt du, da Ja. kommen wir total durcheinander, ne? Also den gehört doch der Rock am Ring eigentlich. Und den Hosen. Nö, Metallica Und den Donuts ein bisschen auch. Und Ja. den Donuts auch. Ja. Die haben 10 Mal hier gespielt, Aber wir 10 Mal. durften, aber wir haben hier schon schöne Momente gehabt auf jeden Fall. Das war schon krass. Sag mal, wenn Das war- jemand die Band, in der ich spielen darf, nicht kennt, dann schicke ich immer Rock am Ring, Let Me In. Ja, Also, jetzt mal ganz kurz, das ist kurz vor Rage. ja und und dann wir haben hier gab's- natürlich auch was erfunden zusammen. Ne? Also das Ding hier mit dem Hinhocken und so, das müssen wir das Publikum bei allen Bands mittlerweile machen. Es war am 2. Juni 2007 um 21:46 Uhr ungefähr. Fucking hell. Sehr gut. Erstmal für einen Moment legendär werden. Alle hinknien. Der ganze verdammte Ring kniet sich hin. 1, 2, 3, 4. Krieg ich tatsächlich eine kleine Gänsehaut, ist tatsächlich immer der Moment, wo ich dachte, da sind die Beatsteaks zur Rock am Ring Band geworden. Punkt. Ja, es war so ein, krass. es war echt verrückt einfach. Ja. Es war, wie gesagt, ich zurück zum Bus. Der Bus stand direkt hinter der Hauptbühne und unser Busfahrer Klaus empfang mich so und sagte so: Jetzt seid ihr eine richtig dicke Nummer. Geil. Wenn ich für einen oder andere von euch denkt, was ist das denn für ein schnuckliges Goldbett? Aber das ist Rock am Ring 2020. Und das ist die neu installierte Atmostage, also die 4. Open Air, die der Rock am Ring dabei längst gesandt. Nice play, well done. Ja, liebe Leute, und ich glaube, nicht nur ich stelle mir hier die Frage aller Fragen. Ist dieser Mülleimer jetzt eher halb leer oder halb voll? Bisschen geht noch rein. Bisschen Ja, ne? Halb voll, halb voll. Da passt noch was. Wie heißt er denn? Mülli? Nee. Emanuel. Emanuel? Oh! Was war so der erste Eindruck, als du aufs Gelände kamst? War es so groß, unübersichtlich oder einfach geil? Beides. Hast du den extra für mich so schön angezogen? Natürlich. Aha, was bedeutet das denn? Ich liebe dich. Seit Donnerstag drauf. Und guck mal, wie sauber der ist. Erstaunlich eigentlich, sauber. ne? Zeig nochmal. Gibt es sowas wie ein Zwischenfazit für dich? Boah, das Wetter hätte auf jeden Fall besser sein Wir können. sind am Rehing. Wir sind komplett abgesoffen. Wir sind am Rehing. Dann habe ich mich falsch vorbereitet. Food Court bei Rock am Ring 2025. Alter, da geht's mit deiner ganzen Gang hin. Der eine ist Veganer, dritten Grades und isst nichts, was Schatten wirft. Der andere hat Bock auf Schwein auf Toast oder so. Da ist für jeden was dabei. Bierpreis ist übrigens dieses Jahr 6,90 €. Also 9,90 €, bringen Sie 3 € fein. Ah, ich sag mal so, man nimmt es hin. Cheers. Eine Neuerung bei Rock am Ring 2025. Man sieht im Hintergrund diese 8 wirklich fast majestätisch anmutenden LED-Türme. Die Dinger knallen richtig. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera genauso rüber wie vor Ort. Come on! Come on! Das sind echt mal richtige Oschis. Rock am Ring 2025. Ich stehe hier mit Jana Post. Jana, du bist seit letztem Jahr, glaube ich, seit 24 Festivaldirektorin von Rock am Ring. Richtig. Das klingt in diesem ganzen, ich sag mal, Affenzirkus erstaunlich offiziell. Füll das mal mit Inhalt. Was ist so deine Aufgabe? Was ist dein Job? Oh, das ist schwierig zu beschreiben. Mein Job ist eigentlich, alle Fäden zusammenzuhalten. Ihr hattet 2 Secret Opener oder so. Morgen am Samstag, glaube ich, auch noch mal was. Hält man das wie unter der Decke so? So. Man Was sind so Momente,
die besonders schön sind, wo du denkst, so, dafür mache ich den Job? Wenn irgendwelche Bestätigungen kommen, also von den Bookern, dass die sagen, Alter, wir haben den Headliner, oder was sind so die Highlights? Also ich hatte heute schon eins. Ich habe am Einlass gestanden, als wir aufgemacht haben. Das ist ein ganz, ganz, ganz krasser Moment. Ne? Also die Veranstaltungsleitung gibt das Gelände frei. Ja. Und dann laufen die ersten Leute rein. Und ich, keine Ahnung, das ist wirklich irre. Ich stehe da und denke, dieses ganze 1,5 Jahre Arbeit, sage ich jetzt mal grob, deswegen machen wir das. Metallica, Foo Fighters, Hosen, Linkin Park, Schlag mich tot, alles super geil. Aber ich glaube, der eigentliche Headliner der Herzen, seit 40 Jahren mittlerweile, das ist der Campingplatz. Und wir gehen hier mal so links durch. Lara, das Ringvögelchen hat mir gezwitschert, dass du schon 13 Mal tatsächlich hier warst. Ist dem so? Ja. Was ist für dich das Besondere am Ring, dass du 13 Mal hier hinkommst? Ich weiß nicht, ich liebe diese Menschen hier. Ja. Du bist halt einfach unter super... Anderen Irren? Genau, unter anderen Irren, so kann man es auch sagen. Ja, die Musik ist halt geil. Das ist halt Urlaub für mich. Ja. Das ist einfach mal kopffrei, keine Realität, fertig. Zu Hause? Ja, genau. Alter Schwede. Moin. Was ist denn das für eine Gruppe überhaupt? Also wir sind dazugestoßen. Ja, das ist nett. Ja. Die wollen euch auch, ne? Ja, klar. Ihr müsst halt kochen und sowas, ne? Aber Die guten Dosenravioli ja, schaffen wir noch. Ich habe einen Arbeitskollegen am Mittwoch getroffen, kennengelernt. Ja. Und ich meinte, ich gehe zum Ring. Ja. Und meinte er zu mir, ja, ich kenne da auch jemanden. Ich meine dann, ja, kann ich die Nummer haben? Ja. Da habe ich ihm geschrieben und dann haben wir gemerkt, dass wir uns auch schon kennen eigentlich. So klein ist die Welt. Die beiden mitgebracht. Schon richtig gut. Wir kennen uns auch schon. Ja, die Irren unter sich, die finden sich immer so, ne? Ja. Wie oft warst du bisher schon im Ring? Ich würde sagen 7 Mal. Du musst das trinken, das ist dir klar. Ach du meine Güte, was ist denn das? Das perlt aber. Julius, mein Kameramann, Alter. Das ist mal Authentizität, authentisches YouTube hier, Alter. Ob auf Ex jetzt. Ist geil. Ich bleib hier, komm. Liebe für Menschen. Genau. Cheers. Auf 40 Jahre Rock am Ring, Mann. Und welche Überraschung, auch im 40. Jahr hat der Ring für uns den roten Teppich ausgerollt. Ich hab mich wirklich angestrengt. Alte Bilder abgehakt, keine Account deabonniert, die Erinnerung verdrängt. Und ich hab mir eingeredet, dass es funktioniert. Nice Surprise am Samstagabend, Kraftclub vor der Medora Stage. Ich singe Schützen irgendwo. Herr Flöge hat gleich einen wunderbaren, wie nennt man das, Full-Circle-Moment. Ich habe gerade extra gegoogelt. Ich habe In Flames das letzte Mal vor 28 Jahren gesehen. 97 war das auf der Warwick Tour. Und jetzt, wie gesagt, 28 Jahre später wieder bei Rock am Ring. Vor ein paar Tagen meinte ein Kumpel zu mir, Flöge, Alter, 40 Jahre Rock am Ring. Du bist ja auch 40 plus irgendwas. Da musst du doch zur Feier des Tages eigentlich nochmal so auf die alten Tage ganz nach vorne in den Pit so. Samstagabend, Headliner Slipknot hat er gesehen, so meint er so, ey, da musst du doch nochmal rein. Und ich so, Digga, Alter, ich hab Knie seit immer kaputt, ich hab letztens Bandscheibe gehabt, so. Das kann ich nie bringen. Das geht nicht. Das kann ich nie machen. Nein. Ridiculous. Rock am Ring 2025 sitzt hier mit Corey Taylor und Jim Root von Slipknot. Guys, how you doing? Bad. It's great. It's just beautiful. I like Germany so much. Yeah. I like playing music. Yeah. Beautiful people around. Did you ever hear of the German band called Tokotronic? Yes. They're fantastic. Man muss die Zuneigung des Publikums mit vielen anderen teilen und natürlich gibt es viel bekanntere Bands als uns, die hier spielen und das ist, finde ich, eine Herausforderung, dem auf eine gute Art gerecht zu werden. Das Wetter am Ring wird übrigens als sogenanntes Ringwetter bezeichnet. Und ich bin felsenfester Überzeugung, auch daran wird sich in den nächsten 40 Jahren nichts ändern. Tja, liebe Leute, wo bin ich wohl hier gelandet? Ihr ahnt es bereits, im wohl ruhigsten, aber auch aller schlimmsten Ort bei Rock am Ring. Hashtag Inside Dixie. Wenn wir alle wissen, was Inside ist, muss irgendwann halt auch mal wieder raus. Die Red Flags bei 40 Jahre Rock am Ring. Ich habe euch gerade auf dieser ganz neuen Atmos Stage gesehen. Wie war das für euch?
Es war richtig cool. Also so eine große Bühne zu spielen macht einfach unglaublich viel Spaß. Und Obwohl die natürlich kleiner war als die letztes Jahr. Ne? Zur Erklärung, die Red Flags haben letztes Jahr die Hauptbühne eröffnet. Ne? Das war so ein kleines Überraschungsding. ja, war echt cool. Das war auf jeden Fall mit Abstand die allergrößte Bühne, die wir je bespielt haben. Vor allem zu dem Zeitpunkt waren wir noch deutlich kleiner unterwegs auch als jetzt. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat einen sehr schönen Ausblick gegeben darauf, wo man irgendwann mal hinkommen könnte. Wie seid ihr hingekommen? Ihr habt keinen Nightliner oder so, ne? Nee, also wir sind mit einem kleinen Ford gekommen und die Eltern von unserer Sängerin haben das Equipment gefahren in ihrem VW-Bus. Okay. Dann haben wir bei Freunden geschlafen, einmal in der Nähe von Nürnberg und jetzt bei meinem Bruder in Mainz. Ja, Rock'n'Roll. Ja, der Nightliner war es noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr mit euch ausgeheckt wird, weil, also, irgendwas wird kommen, oder? Ja. Jerry Cantrell spielt Brewster von Alice in Chains. Ich hab Gänsehaut auf dem ganzen Körper. Mein liebes Rock am Ring, vielen Dank für diese krasse Sause zu deinem 40. Geburtstag. Das waren 3 derbe Tage. Man sagt ja immer, mit 40 wird alles so ein bisschen ruhiger. Den Eindruck hatte ich jetzt persönlich nicht so. Vielen Dank auch an die Macher und die Veranstalter, bei denen man wirklich gemerkt hat, die haben sich echt einen Kopf gemacht zum 40. Geburtstag, weil neue 4. Bühne, hat das Ganze auch so ein bisschen entzerrt mehr, wie ich fand. Die krassen LED-Türme, so, die besonders nachts geknallt haben ohne Ende, die habe ich echt hart gefeiert. Samstagnacht Slipknot, Headliner auf der Mainstage, so Alter, das war echt Abriss. Und ich freue mich echt schon aufs nächste Jahr. Und die ersten Namen wurden ja schon bekannt gegeben. Der erste krasse Headliner natürlich Linkin Park. Ich denke auch, dass es ruckzuck ausverkauft sein wird. Und wir sehen uns dort. Wenn ihr da nicht könnt, kein Problem, dann sehen wir uns am 50. oder so. Ist ja auch schon wieder bald. Ne? Haut rein und abonniert den Rockpalast.